In meinem heutigen Video möchte ich die Gelegenheit nutzen, von Märklin zweimal die Baureihe 81 zu vergleichen. Und zwar habe ich einmal hier eine ältere Variante aus der Packung 2963. Diese wurde gebaut von 1992 bis 1994. Und als zweite seine neuere Ausführung, auch eine Baureihe 81. Diese stammt aus der Packung 29254, einem Start-up, und ist zum ersten Mal gebaut worden in 2013 und wird von Märklin bis heute wohl so unverändert weiter produziert. Was diese beiden Einsteigerlokomotiven voneinander unterscheidet, was ich herausgefunden habe, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. So, hier haben wir die beiden Lokomotiven dann in der Seitenansicht. Zu den auffälligsten Merkmalen ist zum einen bei der neueren Lokomotive, die sich auf der linken Seite befindet im Bild, dass wir einmal den freien Führerstandsdurchblick haben, wobei in der älteren rechten Lokomotive dann noch komplett der Motor zu sehen ist. Dass aber auch an den Wasserkästen die Nietennachbildung bei der neuen Lokomotive wesentlich feiner ist und in dem Bild fast nicht zu erkennen. Dann haben wir hier eine sehr abgespeckte Steuerung im Bereich der Zylinder. Und als viertes, was ich sehr markant finde, ist, dass bei der neueren Variante brünierte Räder verwendet wurden und diese dadurch wesentlich dezenter wirken. Hier haben wir die beiden Lokomotiven dann nochmal von der rechten Seite, aber die Unterschiede sind ähnlich. Wo sie sich dagegen kaum unterscheiden, ist im oberen Bereich vom Gehäuse, das heißt die Dampfdome und so weiter, Schornstein, haben im Großen und Ganzen die gleichen Proportionen und nur minimale Veränderungen. So, hier haben wir die beiden Stirnseiten. Die neuere Lokomotive steht wieder auf der linken Seite. Hier kann man erkennen, im unteren Bereich sind die Aufstiegstritte rot abgesetzt und dadurch wirkt das ein bisschen filigraner. Aber die ganzen restlichen Details sind im Grunde genommen nicht wesentlich verbessert, sondern die beiden Ausführungen sehen sich immer noch extrem ähnlich. Hier haben wir dann die Rückseite. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild. Wenn die unterschiedlichen Betriebsnummern nicht wären, dann könnte man die beiden Lokomotiven direkt miteinander verwechseln. Die Unterschiede sind einfach nur minimal. Hier haben wir die beiden Lokomotiven dann von oben. Auch hier bietet sich das gleiche Bild, minimale Unterschiede. Der größte Unterschied ist, dass rechts im Bild die alte Lokomotive noch die Befestigungsschraube oben im Dampfdom hat und die neue Lokomotive die Befestigungsschrauben von unten hat. Ansonsten sehen sich die beiden Lokomotiven immer noch zum Verwechseln ähnlich. In der Unteransicht ändert sich das Ganze dann ein bisschen. Hier kann man dann also erkennen, dass links die neue Lokomotive eine komplett andere Unterkonstruktion hat, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass auch ein komplett neuer Motor drin ist und das Ganze von Märklin komplett neu entwickelt wurde im Verhältnis zu der alten Lokomotive. Zudem haben wir bei dem neueren Modell einen wesentlich kürzeren Schleifer verbaut und vorne und hinten kann man gut die Normschächte für die Kupplungsaufnahmen erkennen. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man auch die kleine Schraube, die sich hinten neben der Kupplung unten befindet, als Befestigung. Vorne befindet sich eine weitere Schraube unter der Kupplung, die ist aus dieser Sicht jetzt nicht zu sehen. Muss man aber komplett von unten öffnen, um das Gehäuse nach oben abzunehmen. So, und hier haben wir dann das Gehäuse abgenommen. Links wieder die neuere Variante. Man kann hier auf der linken Seite den FX-Decoder erkennen mit dem neueren Motor. Auf der rechten Seite ist ein ganz einfacher Delta-Decoder verbaut. Dieser hat nur eine Adresse, die Nummer 78, ist einmal programmiert. Man kann da nichts dran verändern. Wir haben noch die alten Glühlampen. Und der ganze Innenaufbau entspricht noch dem alten Modell der Märklin Nummer 3031 oder 3032. So, hier habe ich das Ganze nochmal größer aufgenommen und man kann auf der rechten Seite erkennen, dass die alte Variante der neueren in Details gar nicht unterlegen ist, sondern wenn man sich die Steuerung betrachtet, eher interessanter gestaltet ist. Aber im Endeffekt bleibt das nachher wahrscheinlich Geschmackssache. Wie sich das Ganze auf der Anlage und im Fahrverhalten auswirkt, das habe ich jetzt gefilmt. Und wir fangen hier an, gerade mit einer ganz großen Schwäche von der alten Variante. Der ganz einfache Delta-Decoder ohne Lastregelung. Hier auf der rechten Seite nur 4 kleine Wagen hinten angehängt, aber sobald wir in den Bereich von den Weichen einfahren, wird er extrem langsam und bleibt fast stehen. Wenn ich die Gesamtgeschwindigkeit weiter runter regle, dann bleibt er definitiv an dieser Stelle stehen. Und das macht beim Fahren natürlich gar keinen Spaß. Es ist durchaus möglich, dass die Lokomotive analog vielleicht sogar ein besseres Fahrverhalten hat.
Aber bei mir fahren sie halt digital und deswegen war das eigentlich eine ganz, ganz enttäuschende Sache. Bin davon überzeugt, wenn ich hier noch 3, 4 Wagen hinten anhängen würde, würde sie einfach stehen bleiben. Jetzt im Gegensatz dazu die neuere Variante. Durch den FX-Decoder hat es ein wesentlich besseres Fahrverhalten, fährt vollkommen gleichmäßig. Muss aber dazu sagen, nachdem sie 30, 35 Runden vielleicht gefahren ist, fing sie auch im hinteren Bereich an, auf einer Weiche sich eine Auszeit zu gönnen und dabei mehr oder weniger durch einen Kurzschluss die ganze Anlage lahmzulegen. Das hat sie dann in 10 und 15 weiteren Runden auch wieder gemacht. Und ich kann leider nicht feststellen, ob das an der Weiche da hinten liegt, die sie ja vorher 30, 35 Mal überfahren hat, oder ob es am Schleifer liegt, der sich dann irgendwo verhakt hat. Mein Fazit von dem Ganzen ist jetzt, dass die ältere Lokomotive mir von der Optik her eigentlich besser gefällt, weil sie zu meinen alten Lokomotiven einfach besser passt. Vom Fahrverhalten aber durch diesen sehr schlechten Delta-Decoder leider völlig ungeeignet ist. Wie gesagt, ein längerer Zug würde wahrscheinlich dann bei normaler Geschwindigkeit auf den Weichen einfach stehen bleiben. Sodass ich noch nicht genau weiß, was ich mache, welche Variante ich behalte und welche ich wieder abgebe. Das Ganze umzubauen, den Decoder zu wechseln, die alte Lokomotive zu behalten, das kann ich mir noch überlegen, ob ich das wirklich machen möchte. Ich lasse auf jeden Fall jetzt noch ein paar Runden fahren und wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. So, das war's von mir für heute mit dem Vergleich der beiden Baureihen 81 von Märklin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.